Lektion 1. Fitness in einem hektischen Leben priorisieren. Hey Anna, ich wollte dich schon lange fragen, wie schaffst du es, in deinem vollen Terminkalender Zeit für Bewegung zu finden? Ich habe wirklich Probleme damit, es unterzubringen. Es ist definitiv eine Herausforderung, aber es ist so wichtig, Fitness zu einer Priorität zu machen. Der Schlüssel für mich liegt darin, Wege zu finden, es in meinen Tagesablauf zu integrieren. Das ist ein gutes Argument. Ich neige dazu, Sport als etwas Zusätzliches zu betrachten, das ich einbauen muss, und nicht nur als Teil meines normalen Tages. Genau. Sogar kleine Dinge wie die Treppe statt des Aufzugs zu nehmen oder Besprechungen zu Fuß abzuhalten, können einen großen Unterschied machen. Die Idee gefällt mir, besonders die Walking Meetings. Das ist eine einfache Art, in Bewegung zu kommen, ohne dass es sich wie ein separates Training anfühlt. Absolut. Und wenn ich einen wirklich hektischen Tag habe, mache ich sogar ein paar schnelle Schreibtischübungen oder Dehnübungen an meinem Arbeitsplatz. Toll, das ist eine clevere Art, sich in Aktivitäten einzuschleichen. Ich sollte damit anfangen, anstatt stundenlang rumzusitzen. Probiere es auf jeden Fall aus. Selbst 5 bis 10 Minuten leichter Bewegung können Ihnen neue Energie geben und Ihre Produktivität steigern. Das ist ein gutes Argument. Ich neige dazu, meine Arbeit einfach ohne Pausen zu erledigen, was sicher nicht der gesündeste Ansatz ist. Genau. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und Fitness nahtlos in Ihren Alltag zu integrieren. Du hast recht, darin muss ich besser werden. Vielleicht versuche ich, ein paar Kalendererinnerungen für kurze Trainingspausen einzurichten. Das ist eine hervorragende Idee. Diese eingebaute Struktur kann wirklich helfen, daraus eine konsistente Gewohnheit zu machen. Absolut. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, Zeit zu finden, muss ich auch bei meinen Workouts kreativ werden. Ganz gewiss. Hochintensives Intervalltraining oder Körpergewichtsübungen sind großartige Optionen, wenn Sie wenig Zeit haben. Ja, die sind perfekt. Selbst an meinen geschäftigsten Tagen kann ich definitiv eine schnelle HIIT-Sitzung einplanen. Genau. Der Schlüssel ist einfach, flexibel und anpassungsfähig an Ihre Fitnessroutine zu sein. Das ist ein wirklich guter Rat. Ich neige dazu, in einer Alles-oder-nichts-Denkweise stecken zu bleiben, aber jede Aktivität ist besser als keine. Vollkommen. Fortschritt ist Fortschritt, egal wie klein. Bewegen Sie sich einfach weiter in die richtige Richtung. Du hast absolut recht. In Ordnung. Du hast mich wirklich dazu inspiriert, zu überdenken, wie ich Fitness in meinem täglichen Leben angehe. Ich freue mich sehr, dass ich eine hilfreiche Perspektive bieten konnte. Denken Sie daran, es geht nur darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Definitiv. Okay, Zeit für mich, diese Strategien in die Praxis umzusetzen. Danke für die Motivation, Anna. Natürlich jederzeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, Fitness in Ihren vollen Terminkalender zu integrieren. Ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 2. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Hey Anna, ich versuche in letzter Zeit wirklich, mir in meiner Karriere einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Haben Sie einen Rat, wie Sie das angehen können? Absolut. John. Der Schlüssel liegt in einem gut geplanten, strategischen Ansatz. Der erste Schritt besteht darin, Ihre Branche und die spezifischen Fähigkeiten, die sehr gefragt sind, wirklich zu verstehen. Das macht Sinn.
Ich muss einige Nachforschungen anstellen, um die Bereiche zu identifizieren, auf die ich mich konzentrieren sollte, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Genau. Sobald Sie die kritischen Kompetenzen identifiziert haben, können Sie damit beginnen, diese Fähigkeiten durch kontinuierliche Schulungen und Weiterbildungen zu verbessern. Okay, das ist ein gutes Argument. Ich sollte mir Workshops, Online-Kurse oder sogar einen Mentor ansehen, der mir hilft, diese grundlegenden Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Definitiv. Und vergessen Sie nicht, auch Ihr Netzwerk zu nutzen. Der Kontakt zu Branchenführern und Kollegen kann unschätzbare Einblicke und Möglichkeiten bieten. Gute Entscheidung. Networking war noch nie meine Stärke, aber ich weiß, dass es entscheidend ist, um diesen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Ich verstehe dich, es kann einschüchternd sein. Aber selbst kleine Schritte wie die Teilnahme an Branchenveranstaltungen oder der Beitritt zu relevanten Berufsverbänden können einen großen Unterschied machen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich muss anfangen, mich mehr da draußen zu präsentieren und diese wichtigen Verbindungen herzustellen. Absolut. Und sobald Sie mit dem Aufbau dieses Netzwerks beginnen, achten Sie darauf, diese Beziehungen zu pflegen. Nehmen Sie Kontakt auf, bieten Sie Unterstützung an und suchen Sie nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Richtig, es geht nicht nur darum, den ersten Kontakt herzustellen, sondern diese Verbindungen im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten. Darin muss ich besser werden. Genau. Konsistentes Engagement und die Schaffung eines Mehrwerts für Ihr Netzwerk sind von entscheidender Bedeutung. Es wird Ihnen helfen, sich als Ansprechpartner in Ihrem Bereich zu etablieren. Das macht sehr viel Sinn. Okay, ich bekomme langsam ein klareres Bild davon, wie ich diese ganze Sache mit dem Wettbewerbsvorteil angehen kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich hilfreiche Hinweise geben konnte. Das Wichtigste ist eine proaktive, strategische Denkweise. Ganz gewiss. Und ich mag die Idee, mich wirklich auf die wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu konzentrieren, die mich von anderen abheben werden. Definitiv. Bleiben Sie agil, lernen Sie weiter und nutzen Sie Ihr Netzwerk. Das ist eine Erfolgsformel, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Toll, das war super aufschlussreich. Ich fühle mich motiviert, diese Strategien in die Tat umzusetzen. Ich freue mich sehr, das zu hören, John. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Streben nach beruflichem Wachstum und Aufstieg. Ich weiß es zu schätzen, Anna. In Ordnung, Zeit für mich, mit der Planung zu beginnen. Bis später. Lektion 3. Eine Haltung der Dankbarkeit. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie wichtig Dankbarkeit ist. Was bedeutet dieses Konzept für dich? Bei Dankbarkeit geht es darum, die guten Dinge, die wir in unserem Leben haben, anzuerkennen und dafür zu danken, sei es unser Essen, unsere Familie, unsere Gesundheit oder auch die kleinen täglichen Segnungen. Das ist eine wirklich schöne Art, darüber nachzudenken. Es ist so leicht, sich in dem zu verfangen, was uns fehlt oder was wir wollen, dass wir vergessen zu schätzen, was wir bereits haben. Absolut. Die Pflege einer Haltung der Dankbarkeit kann einen so tiefgreifenden Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Lebenseinstellung haben. Das kann ich mir vorstellen. Sich die Zeit zu nehmen, um auch für die kleinen Dinge dankbar zu sein, muss einen großen Unterschied machen. Definitiv. Es geht darum, unseren Fokus weg von den Negativen zu verlagern und das Positive wirklich zu genießen, egal wie groß oder klein. Ich liebe das. Haben Sie spezielle Dankbarkeitspraktiken,
die Sie empfehlen, um diese Denkweise zu fördern? Nun, eine einfache Sache ist, es sich zur Gewohnheit zu machen, jeden Tag ein paar Dinge zu benennen, für die Sie dankbar sind, sei es in einem Tagebuch oder nur in stiller Reflexion. Ah, das ist eine tolle Idee. Den Tag mit dieser positiven Einstellung zu beginnen, muss so zentrierend sein. Genau. Es hilft, Ihre Perspektive neu zu definieren und versetzt Sie in eine viel wertschätzendere, freudigere Gemütsverfassung. Ich sehe den Wert darin. Gibt es noch andere Möglichkeiten, mehr Dankbarkeit in den Alltag zu integrieren? Absolut. Du könntest auch versuchen, Dankesschreiben an Menschen zu schreiben, die dich beeinflusst haben, oder dir einfach nur einen Moment Zeit nehmen, um deine Wertschätzung mündlich auszudrücken. Oh, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wette, eine handgeschriebene Notiz würde jemandem so viel bedeuten. Definitiv. Es ist eine so einfache und doch wirkungsvolle Möglichkeit, jemand anderem das Gefühl zu geben, geschätzt und anerkannt zu werden. Ich liebe das. Du hast mich wirklich dazu inspiriert, eine Haltung der Dankbarkeit bewusster zu entwickeln. Ich freue mich so, das zu hören, John. Es ist eine so wichtige Praxis und kann Ihre Denkweise und Lebenseinstellung wirklich verändern. Ich verstehe warum. Okay, Zeit für mich, diese Dankbarkeitsstrategien in die Tat umzusetzen. Danke für das aufschlussreiche Gespräch, Anna. Natürlich freue ich mich, dass ich eine hilfreiche Perspektive bieten konnte. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Dankbarkeitsreise. Ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 4. Ein Rennen durch das Terminal. Puh, ich bin erschöpft. Ich musste nur durch den gesamten Flughafen sprinten, um meinen Flug pünktlich zu machen. Oh nein, was ist passiert? Gab es Verzögerungen oder Probleme mit Ihren Reiseplänen? Nichts Wichtiges. Ich habe nur völlig unterschätzt, wie viel Zeit ich brauchen würde, um zu meinem Gate zu kommen. Am Ende bin ich wie verrückt durch das Terminal gerannt. Huch, das klingt stressig. Ich kann mir vorstellen, in einem vollen Sprint auf einem geschäftigen Flughafen zurechtzukommen. Das hast du richtig verstanden. Ich habe Leute ein- und ausgeflochten und mein Handgepäck hinter mir hergeschleppt. Ich muss wie ein Verrückter ausgesehen haben. Haha, ich kann es mir vorstellen. Hast du es am Ende wenigstens pünktlich zu deinem Flug geschafft? Gott sei Dank, ja. Ich kam zum Tor, als sie gerade die Türen schlossen. Ich habe es kaum geschafft, aber ich bin so erleichtert, dass ich meinen Flug nicht verpasst habe. Puh, das ist gut zu hören. Nichts ist schlimmer als die Panik, möglicherweise am Flughafen gestrandet zu sein. Definitiv nicht. Aber ich glaube, ich habe mir durch all das Laufen ein paar Jahre das Leben verkürzt. Ich wette, Ihr Herz muss 1 Meile pro Minute gerast sein. Hattest du wenigstens die Gelegenheit, vor dem Start wieder zu Atem zu kommen? Nicht wirklich, ich bin so ziemlich einfach auf meinem Sitz zusammengebrochen und versuchte immer noch zu Atem zu kommen. Die Flugbegleiterin dachte, ich hätte einen medizinischen Notfall. Oh nein, armes Ding. Ich bin mir sicher, dass das für einen interessanten Start Ihrer Reise gesorgt hat. Das könntest du noch einmal sagen. Ich war verschwitzt, außer Atem. Nicht gerade die eleganteste Ankunft am Flughafen.
Nun ja, solche Dinge passieren manchmal. Wenigstens hast du es am Ende geschafft, oder? Das ist der wichtigste Teil. Stimmt, stimmt. Und ich habe meine Lektion gelernt. Ich baue definitiv etwas mehr Puffer für meine nächste Reise durch den Flughafen ein. Gute Entscheidung. Lieber etwas mehr Zeit übrig haben, als panisch durch die Terminals zu sprinten. Genau. Ich weiß nicht, ob mein Herz einen weiteren verrückten Schlag wie diesen aushält. Haha, ich kann es dir nicht verdenken. Hört sich nach einer ziemlichen Tortur an. Hoffentlich verläuft der Rest ihrer Reisen gut und reibungslos. Danke, das hoffe ich sehr. Okay, Zeit für mich, einen Kaffee zu trinken und zu versuchen, mich von diesem Flughafenabenteuer zu erholen. Klingt nach einem Plan. Genieß den Rest deiner Reise und sichere Reisen. Ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 5. Hydratisieren für die Gesundheit. Hey Anna, ich wollte dich nach etwas fragen. Ich habe den ganzen Tag über versucht, mehr Wasser zu trinken, und ich habe das Gefühl, dass es einen echten Unterschied gemacht hat. Das ist großartig, John. Hydratisiert zu bleiben ist so wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Definitiv. Mir ist aufgefallen, dass ich mehr Energie habe, meine Haut heller aussieht und ich sogar besser schlafe. Genau das würden wir erwarten, wenn jemand seine Wasseraufnahme erhöht. Die richtige Flüssigkeitszufuhr hat so viele Vorteile. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Früher hatte ich Mühe, genug Wasser zu trinken, aber jetzt stelle ich sicher, dass ich immer eine Wasserflasche bei mir habe. Das ist eine hervorragende Strategie. Es leicht verfügbar zu haben, macht es viel einfacher, daran zu denken, den ganzen Tag über regelmäßig daran zu nippen. Genau. Und ich finde, wenn ich morgens als erstes ein Glas Wasser trinke, gibt das den Ton für den Rest meines Tages an. Das ist eine großartige Angewohnheit, die es zu kultivieren gilt. Wenn Sie gleich nach dem Aufwachen Feuchtigkeit spenden, können Sie die Systeme und Prozesse Ihres Körpers ankurbeln. Vollkommen. Und manchmal gieße ich sogar frisches Obst oder Kräuter in mein Wasser, um es ein bisschen aufregender zu machen. Oh, das ist eine wundervolle Idee. Wenn Sie ein wenig natürliches Aroma hinzufügen, kann sich Trinkwasser eher wie ein Genuss anfühlen. Definitiv. Ich habe mit Dingen wie Zitrone, Gurke und sogar einem Hauch Minze experimentiert. Es ist eine nette Art, es zu vermischen. Das klingt köstlich und erfrischend. Auch eine großartige Alternative zu zuckerhaltigen Säften oder Limonaden. Absolut. Und ich finde, dass ich weniger versucht bin, zu diesen ungesunden Optionen zu greifen, wenn ich mein leckeres, hydratisierendes Wasser in der Nähe habe. Das ist ein fantastischer Punkt. Eine gute Flüssigkeitszufuhr kann tatsächlich Heißhungerattacken eindämmen und das Naschen von weniger nahrhaften Lebensmitteln reduzieren. Genau. Es hat das Spiel für mich verändert. Ich fühle mich insgesamt so viel besser, seit ich meiner Wasseraufnahme Priorität eingeräumt habe. Ich freue mich so, das zu hören, John. Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist wirklich eines der einfachsten und wirkungsvollsten Dinge, die wir für unsere Gesundheit tun können. Damit hast du recht. Okay, ich mache mich auf den Weg, um meine Wasserflasche aufzufüllen. Danke für das tolle Gespräch, Anna. Natürlich jederzeit. Machen Sie weiter mit Ihrer großartigen Arbeit mit Ihren Flüssigkeitsgewohnheiten. Wird reichen. Wir sehen uns später.
Lektion 6. Umgang mit einem Fender-Bender. Hey Anna, ich kann nicht glauben, dass wir hier gerade in eine kleine Fenderbeuge geraten sind. Lass uns Versicherungsinformationen austauschen, während wir auf Hilfe warten. Gute Idee, John. Sicherheit geht vor. Wir wollen sicherstellen, dass alle notwendigen Details ordnungsgemäß dokumentiert sind. Absolut. Ich hole meine Versicherungskarte und meinen Führerschein. Soll ich auch deine Daten bekommen? Ja, bitte. Ja, meins habe ich hier. Wir werden Namen, Kontaktdaten, Versicherungsnummern und Nummernschildinformationen austauschen wollen. Ich hab's. Okay, lass mich das alles aufschreiben. Sieht aus, als ob der Schaden minimal ist, aber es ist immer besser, gründlich vorzugehen. Definitiv. Wir werden unsere Versicherungsanbieter so oder so benachrichtigen wollen, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ganz gewiss. Ich rufe meinen Agenten an, sobald wir hier fertig sind. Ich soll das Gleiche für dich tun? Das wäre toll, danke. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie hier die Führung übernommen haben. Ich bin immer noch ein bisschen erschüttert. Gar kein Problem, ich helfe gerne. Lassen Sie uns einfach auf Nummer sicher gehen und warten, bis die Behörden den Vorfall dokumentieren. Hört sich gut an. Ich freue mich, dass es uns beiden gut geht. Es hätte viel schlimmer kommen können, aber du hast so ruhig reagiert. Nun, ich hatte leider meine ganze Menge an solchen Situationen. Besonnen zu bleiben ist der Schlüssel. Das macht Sinn. Du scheinst genau zu wissen, was du tust. Ich fühle mich viel besser, wenn du hier bist. Ich bin froh, dass ich eine ruhige Hand geben konnte. In Ordnung, ich habe alle Informationen, die wir brauchen. Hoffentlich kommt die Polizei bald, damit wir das klären können. Einverstanden. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit einfach tief durchatmen und den Schaden beurteilen. Kein Grund zur Panik. Genau. Wir werden das gut überstehen. Ich weiß es auch zu schätzen, dass du ruhig bleibst. Das macht eine stressige Situation ein bisschen einfacher. Natürlich machen wir das zusammen. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde. Okay, hier blinken die Lichter. Es sieht so aus, als wären die Behörden hier. Perfektes Timing. In Ordnung. Lass uns mit den Beamten sprechen und das regeln lassen. Danach können wir uns auf den Weg machen. Hört sich gut an. Leg den Weg vor, John. Ich bin direkt hinter dir. Fantastisch. Okay, lass uns das machen. Lektion 7. Den perfekten Kurzurlaub buchen. Hey Anna, ich versuche einen kleinen Urlaub zu planen. Wo buchst du normalerweise deine Reise? Normalerweise verwende ich beliebte Reisewebsites wie Expedia oder Travelocity. Sie haben eine große Auswahl an Flügen, Hotels und Urlaubspaketen an einem Ort. Ah ja, das sind großartige Optionen. Mir gefällt, wie Sie Preise und Annehmlichkeiten nebeneinander vergleichen können. Genau. Es macht es so viel einfacher, die besten Angebote zu finden und Ihre Reise individuell anzupassen. Haben Sie ein bestimmtes Reiseziel im Sinn? Nun, ich habe darüber nachgedacht, an einem tropischen Ort einen Strandurlaub zu machen. Irgendwelche Empfehlungen für gute Orte zum Suchen?
Oh, ein Strandurlaub klingt herrlich. Ich würde vorschlagen, sich Ziele in der Karibik oder sogar auf den Florida Keys anzusehen. Die Karibik, Das könnte wirklich nett sein. Ich wollte schon immer einen Ort wie Jamaika oder die Bahamas besuchen. Das wären fantastische Entscheidungen. Die Strände sind wunderschön und es gibt so viel lebendige Kultur zu erleben. Das ist genau das, was ich suche, eine Gelegenheit, am Strand zu entspannen, aber auch etwas zu erkunden. Absolut. Die meisten dieser Inseldestinationen bieten die perfekte Mischung aus Strandzeit und Möglichkeiten, in die lokale Szene einzutauchen. Wunderbar, das reizt mich wirklich. In Ordnung, dann ist es an der Zeit, ein paar Urlaubspakete zu durchsuchen. Klingt nach einem Plan. Lesen Sie sich bei der Buchung einfach die Bewertungen und Details sorgfältig durch. Gute Entscheidung. Hätte keine unangenehmen Überraschungen gewollt, wenn ich im Resort auftauche. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, sich ein bisschen umzusehen. Die Preise können zwischen den verschiedenen Reiseseiten stark variieren. Vermerkt. Ich werde auf jeden Fall ein paar Optionen vergleichen, um sicherzustellen, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalte. Fantastisch. Ich bin mir sicher, was auch immer Sie am Ende buchen, es wird ein fantastischer und unvergesslicher Kurzurlaub sein. Das hoffe ich wirklich. Ich freue mich darauf, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Es ist zu lange her, seit ich einen richtigen Urlaub hatte. Das kann ich mir vorstellen. Jeder braucht manchmal die Gelegenheit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das hast du verdient. Einverstanden, kann es kaum erwarten. In Ordnung, Zeit für mich, etwas Reiserecherche zu machen. Danke für die Tipps, Anna. Natürlich helfe ich gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Planung des perfekten tropischen Urlaubs. Ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 8. Aufräumen zum Glücklichsein. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit das Bedürfnis verspürt, meinen Wohnraum aufzuräumen. Hast du irgendwelche Tipps, um ein solches Projekt in Angriff zu nehmen? Absolut. John. Der Schlüssel ist, es langsam anzugehen und sich zu fragen, ob jeder Gegenstand wirklich glücklich macht oder einen Zweck erfüllt. Das ist ein gutes Argument. Ich neige dazu, einfach überwältigt zu werden und Dinge wohl oder übel wegzuwerfen. Ich kann das Gefühl verstehen. Entrumpeln kann ein emotionaler Prozess sein, aber wenn Sie ihn mit Bedacht angehen, werden Sie die besten Ergebnisse erzielen. Okay, also ich sollte mir wirklich die Zeit nehmen, jeden Artikel zu bewerten und nicht einfach alles blind loszuwerden, oder? Genau. Gehen Sie Ihre Habseligkeiten Kategorie für Kategorie durch und seien Sie ehrlich zu sich selbst darüber, was Sie tatsächlich verwenden und lieben. Das macht Sinn. Ich muss skrupellos sein, aber maßvoll. Keine Impulsbereinigungen mehr. Haha, ja genau. Das Ziel ist es, einen Lebensraum zu schaffen, der sich wohl und fröhlich anfühlt und nicht nackt ist. Ich mag diese Perspektive. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, nicht nur um der Sache willen zu minimieren. Exakt. Und haben Sie keine Angst, bei bestimmten Gegenständen sentimental zu werden. Seien Sie einfach wählerisch, was Sie behalten. Gute Entscheidung. Ich bin sicher, ich habe eine Menge Sachen, die mehr nostalgischen Wert als praktischen Nutzen haben.
Definitiv. Das macht mir das Freude. Der Test ist so wichtig. Es hilft Ihnen, das Sinnvolle vom Durcheinander zu unterscheiden. Ich sehe den Wert darin. Okay, ich fühle mich jetzt besser gerüstet, um dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Irgendwelche anderen Tipps? Absolut. Ich würde auch vorschlagen, es in kleinere, überschaubarere Aufgaben zu unterteilen. Wenn Sie ein bisschen nach dem anderen tun, kann es sich weniger entmutigend anfühlen. Das ist klug. Ich dachte daran, einfach kopfüber einzusteigen, aber du hast recht, ein schrittweises Vorgehen ist wahrscheinlich besser. Genau. Und vergiss nicht, dich unterwegs zu belohnen. Feiert die Fortschritte, die ihr macht. Oh, gute Entscheidung. Ein kleiner Leckerbissen oder eine lustige Aktivität könnten die Motivation geben, weiterzumachen. Definitiv. Positive Verstärkung ist der Schlüssel, wenn Sie ein großes Organisationsprojekt übernehmen. Ich liebe diese Idee. In Ordnung, ich fühle mich aufgepumpt und bereit, mit dem Aufräumen zu beginnen. Danke für den tollen Rat, Anna. Natürlich freue ich mich, dass ich hilfreiche Hinweise geben konnte. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Entrumpelungsreise. Ich weiß es zu schätzen. Okay, Zeit zum Eintauchen. Bis später. Lektion 9. Einen verlorenen Gegenstand aufspüren. Hey Anna, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Ich scheine meine Lieblingsjacke verlegt zu haben und zerbreche mir den Kopf, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Oh nein, es tut mir leid, das zu hören, John. Haben Sie irgendwelche Erkennungsmerkmale auf der Jacke, die uns helfen könnten, sie ausfindig zu machen? In der Tat, ja, es hat einen markanten roten Fleck auf der Vorderseite. Es ist eines meiner Lieblingsstücke, also hoffe ich wirklich, dass ich es finden kann. Okay, der rote Fleck ist ein großartiges Detail, an das man sich erinnern sollte. Wo war der letzte Ort, von dem du weißt, dass du die Jacke hattest? Es könnte hilfreich sein, ihre Schritte zurückzuverfolgen. Nun, ich glaube, das letzte Mal, dass ich es getragen habe, war vor ein paar Tagen auf der Arbeit. Ich muss es irgendwann ausgezogen und dann völlig vergessen haben. Ich verstehe. Haben Sie in Ihrem Büro oder in öffentlichen Bereichen auf der Arbeit nachgesehen, wo Sie es möglicherweise vergessen haben? Weißt du, ich bin noch nicht zurückgekehrt, um dort danach zu suchen. Ich ging einfach davon aus, dass es irgendwann auftauchen würde, aber vielleicht sollte ich mir das genauer ansehen. Das ist eine gute Idee. Je früher Sie Ihre Schritte zurückverfolgen können, desto größer ist die Chance, dass Sie es finden, bevor es noch weiter fehl am Platz ist. Absolut. Okay, ich gehe so schnell wie möglich ins Büro und sehe, ob ich den roten Fleck irgendwo erkennen kann. Kluger Schachzug. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie zusätzliche Augen benötigen, um Ihnen bei der Suche zu helfen. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Es ist immer einfacher, einen verlorenen Gegenstand zu finden, wenn jemand anderes auch danach sucht. Definitiv. 2 Augenpaare sind besser als 1, wie man so schön sagt. Ich hoffe, du kannst deine Jacke schnell ausfindig machen. Ich auch. Es ist eines meiner Lieblingsstücke, also wäre ich deprimiert, wenn es für immer weg ist. In Ordnung, Zeit für mich auf die Suche zu gehen. Hört sich gut an. Viel Glück, John. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder deine Lieblingsjacke tragen wirst. Danke, das hoffe ich auch sehr. Okay, ich mache mich auf den Weg, um das Büro zu durchforsten.
Wir sehen uns später. Lektion 10. Ein Einkaufs- und Entdeckungstag. Hey Anna, ich freue mich riesig, ich habe den ganzen Tag Zeit zum Shoppen und Erkunden. Bist du bereit, mich zu begleiten? Absolut, John. Das klingt nach der perfekten Art, den Tag zu verbringen. Ich kann es kaum erwarten, mir einige neue Geschäfte und Restaurants anzusehen. Toll, ich freue mich, dass du mitmachst. Es hat mich gejuckt, meine Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen, also bin ich bereit, ins Einkaufszentrum zu gehen. Oh, Einkaufsbummel, ich bin dabei. Wir sollten auch unterwegs zu Mittag essen, uns etwas Leckeres gönnen. Tolle Idee. Ich sehne mich nach etwas Herzhaftem und Beruhigendem, vielleicht nach einem klassischen Abendessen. Das klingt perfekt. Wir können herumlaufen, in alle Geschäfte gehen und uns dann mit einem leckeren Mittagessen stärken. Genau. Das ist genau die Art von Tag, die ich gebraucht habe, nur eine schöne Auszeit, keine Agenda. Das höre ich. Manchmal ist es schön, einfach zu schlängeln und zu sehen, wohin uns der Tag führt, ohne strenge Pläne. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit so mit Arbeit und Hausarbeiten beschäftigt war. Es wäre toll, etwas lockerer zu werden. Das kann ich mir vorstellen. Das wird der perfekte Reset-Knopf sein. Zeit, die Batterien wieder aufzuladen. Darauf kannst du wetten. In Ordnung, sollen wir dann dieses Abenteuer beginnen? Ich bin bereit, wann immer du es bist. Klingt gut für mich. Zeig mir den Weg, John. Ich bin direkt hinter dir, bereit einzukaufen, bis wir umfallen. Haha, ich liebe diese Einstellung. Okay, erster Halt, das Einkaufszentrum. Ich habe das Gefühl, dass es ein fantastischer Tag wird. Dessen bin ich mir sicher. Das ist genau die Art von Qualitätszeit, die wir beide brauchen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir entdecken. Ich auch nicht. In Ordnung, machen wir das, einkaufen, erkunden und viel gutes Essen. Was könnten wir mehr verlangen? Genau. Okay, vorwärts und aufwärts. Das wird ein Knaller, ich weiß es einfach. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, los geht's, das Shopping-Spektakel beginnt. Lektion 11. Die genialen Jagdtaktiken der Plains-Indianer. Hey Anna, wusstest du, dass die Plains-Indianer einige wirklich faszinierende Jagdmethoden hatten, bevor sie Pferde erwarben? Nein, das wusste ich nicht. Ich würde gerne mehr über ihre Jagdtechniken erfahren. Was waren einige der innovativen Methoden, mit denen sie Büffel jagten? Nun, ein interessanter Ansatz war, dass die Jäger leise an die Büffelherden heranschleichen und sich im hohen Gras oder hinter natürlichen Merkmalen versteckten. Ah, ich verstehe. Also nutzten sie Tarnung und Tarnung, um den Tieren nahe zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Das muss viel Geschick und Geduld erfordert haben. Absolut. Sie waren Meister der Tarnung und Verfolgung. Sobald sie in Position waren, starteten sie ihre Angriffe mit Pfeil und Bogen oder Speeren. Faszinierend. Ich kann mir nur vorstellen, wie nervenaufreibend das gewesen sein muss, so großen und mächtigen Tieren so nahe zu kommen. Du hast recht, es war unglaublich riskant. Aber sie hatten sehr präzise Techniken entwickelt,
um das Beste aus ihren limitierten Waffen herauszuholen. Ich bin beeindruckt von Ihrem Einfallsreichtum und Einfallsreichtum. Welche anderen Methoden verwendeten Sie, bevor Sie anfingen, Pferde bei Ihrer Jagd einzusetzen? Nun, eine einzigartige Taktik war als Büffelsprung bekannt. Sie trieben die Büffel in Richtung einer Klippe und trieben sie dann über den Rand in den Tod. Wow, das muss ein aufwendiger und gefährlicher Prozess gewesen sein. Wie haben Sie es geschafft, die ganze Herde dazu zu bringen, so über den Rand zu gehen? Sie errichteten komplizierte Systeme natürlicher und künstlicher Barrieren, um den Büffel zur Sprungstelle zu leiten. Es war eine hochgradig koordinierte Gemeinschaftsarbeit. Unglaublich! Sie haben die Ressourcen, die Ihnen in Ihrer Umgebung zur Verfügung stehen, wirklich maximiert. So eine clevere Art, diese großen Tiere zu jagen. Definitiv. Die Plains-Indianer waren Meister darin, sich ihrer rauen Landschaft anzupassen und zu gedeihen. Ihre Jagdtechniken waren wirklich genial. Ich bin erstaunt über Ihren Innovationsgrad und Ihr Können, insbesondere angesichts der Einschränkungen, mit denen Sie konfrontiert waren. Es ist ein faszinierender Einblick in Ihre Lebensweise. Absolut. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie menschlicher Einfallsreichtum Herausforderungen selbst in den schwierigsten Umgebungen bewältigen kann. Wirklich inspirierendes Zeug. Ich stimme zu, John. Das Erlernen der Jagdtaktiken der Plains-Indianer hat mir eine neue Wertschätzung für ihre Kultur und Lebensweise gegeben. Es ist wirklich faszinierend. Ich freue mich, dass ich dieses Stück Geschichte mit Ihnen teilen konnte. Es ist immer aufregend, die cleveren Lösungen zu entdecken, die unsere Vorfahren entwickelt haben, um erfolgreich zu sein. Definitiv. Es ist eine großartige Erinnerung daran, dass Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit zeitlose menschliche Eigenschaften sind. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich darüber aufzuklären. Natürlich freue ich mich darüber. In Ordnung. Sollen wir zu unserem nächsten Diskussionsthema übergehen? Ich bin ganz Ohr für das, worüber Sie als nächstes chatten möchten. Lektion 12. Hoffnung finden in schwierigen Zeiten. Hey Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas niedergeschlagen, was den Zustand der Welt angeht. Aber du weißt, was man sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich verstehe dich, John. Es kann leicht sein, sich entmutigen zu lassen. Aber ich glaube fest daran, dass wir weitermachen können, solange wir auch nur den kleinsten Hoffnungsschimmer haben. Das ist eine großartige Perspektive. Ich schätze, es ist leicht, sich von all der Negativität und den Herausforderungen, die wir um uns herum sehen, verzetteln zu lassen. Absolut. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir das Positive nicht aus den Augen verlieren. Selbst in den dunkelsten Zeiten gibt es immer Gründe, Hoffnung zu haben. Du bringst ein wirklich gutes Argument vor. Ich denke, es geht darum, unsere Denkweise zu ändern und uns auf das Licht zu konzentrieren, anstatt in der Dunkelheit zu verweilen. Genau. Und ich glaube, darum sollte es in der Politik gehen, nicht nur um Probleme zu schwelgen, sondern nach Lösungen und Wegen zu suchen, um Fortschritte zu erzielen. Das ist eine interessante Einstellung. Was sollten die Menschen Ihrer Meinung nach heutzutage von der Politik und den politischen Führern erwarten? Nun, ich denke, in erster Linie wollen die Menschen, dass echte, sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden, um die Probleme anzugehen, die für sie und ihre Gemeinden am wichtigsten sind. Absolut. Leere Versprechungen und parteiisches Gezänk scheinen nur zu mehr Zynismus und Hoffnungslosigkeit zu führen. Stimme voll und ganz zu.
Die Leute wollen Führungskräfte, die die Ärmel hochkrempeln und die harte Arbeit machen, Menschen zusammenzubringen, anstatt sie auseinanderzutreiben. Definitiv. Und ich denke, sie wünschen sich auch echtes Mitgefühl und Fürsorge für das Wohlergehen aller Bürger, nicht nur einiger weniger Auserwählter. Ja, das ist so wichtig. In der Politik sollte es darum gehen, dem Gemeinwohl zu dienen, nicht den eigenen Interessen oder denen eines engen Wahlkreises. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Weißt du, das Gespräch mit dir hat wirklich geholfen, meine Perspektive ein wenig zu ändern. Ich fühle mich jetzt etwas hoffnungsvoller. Ich freue mich so, das zu hören, John. Es ist leicht, sich entmutigen zu lassen. Aber ich glaube fest daran, dass wir alles überwinden können, solange wir diesen Hoffnungsschimmer am Leben erhalten. Du hast absolut recht. Und gute Leute um uns herum zu haben, die diese positive Einstellung vermitteln können, macht den Unterschied. Einverstanden. Manchmal brauchen wir nur diesen kleinen Schubs, um uns daran zu erinnern, dass es auch in den dunkelsten Zeiten immer einen Ausweg gibt. Nun, danke, dass du heute dieser Anstoß für mich warst, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für dieses bedeutsame Gespräch nehmen. Natürlich, John. Ich freue mich immer, über diese wichtigen Themen zu sprechen und hoffe, dass ich dabei ein wenig Inspiration bieten kann. Schließlich sind Freunde dafür da. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich fühle mich gestärkt und bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Wo sollen wir von hier aus hingehen? Lektion 13. Handwerkliches Können und Gemeinschaftsprojekte. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht bei einem Gemeinschaftsprojekt helfen kannst, an dem ich beteiligt bin. Mein Freund Mike ist wirklich erfahren in der Holzbearbeitung und im Bauwesen, und er hat angeboten, unter die Arme zu greifen. Oh, das ist wunderbar, John. Jemanden mit diesem handwerklichen Niveau an Bord zu haben, kann einen großen Unterschied machen. An welcher Art von Projekt arbeitest du? Nun, wir bauen ein Set für eine lokale Theaterproduktion. Der Regisseur hat eine ganz bestimmte Vision, und Mike war ein Geschenk des Himmels, sie zum Leben zu erwecken. Es ist so toll, dass du einen Freund mit solchen Talenten hast. Holzbearbeitung und Konstruktion sind so wertvolle Fähigkeiten, besonders für ein Gemeinschaftsprojekt wie dieses. Absolut. Mike hat unermüdlich gearbeitet, all die verschiedenen Teile geschnitten und zusammengebaut, die wir brauchen. Seine Liebe zum Detail ist unglaublich. Das kann ich mir vorstellen. Es muss beeindruckend sein, ihm dabei zuzusehen, wie er die Rohstoffe in ein komplettes, funktionales Versatzstück verwandelt. Diese Art von Handwerkskunst ist wirklich eine Kunstform. Du hast so recht. Er lässt es mühelos aussehen, aber ich weiß, dass eine Menge Gedanken und Fähigkeiten darin stecken. Ich habe ständig Ehrfurcht vor dem, was er schaffen kann. Das kann ich verstehen. Es ist beeindruckend, wenn jemand in der Lage ist, eine Idee aufzugreifen und sie dann in ein greifbares, physisches Ergebnis umzusetzen. Diese Art von Talent ist ziemlich selten. Definitiv. Und das Beste daran ist, dass er dafür nicht einmal bezahlt wird. Er tut es nur aus Herzensgüte, um die lokale Kunstszene zu unterstützen. Wow, das ist so großzügig von ihm. Es ist wunderbar, wenn Menschen bereit sind, ihre Zeit und ihr Fachwissen zum Wohle der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, oder? Er war eine große Bereicherung und ich bin so dankbar, ihn im Team zu haben. Dank seiner Bemühungen fängt das Set wirklich an, sich gut zusammenzusetzen.
Das ist fantastisch. Ich bin mir sicher, dass der Theaterdirektor und der Rest des Produktionsteams begeistert sind, dass ein so qualifizierter Freiwilliger zu dem Projekt beiträgt. Absolut. Sie haben ununterbrochen Mikes Loblieder gesungen. Er hat ihre Vision wirklich auf eine Weise Wirklichkeit werden lassen, die sie alleine nicht hätten erreichen können. Das ist so wunderbar zu hören. Es ist großartig, wenn individuelle Talente und Leidenschaften genutzt werden können, um Gemeinschaftsinitiativen wie diese zu unterstützen. Es hat eine echte Wirkung. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich bin wirklich stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein und die Gelegenheit zu haben, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so kompetent und großzügig ist wie Mike. Das ist wirklich bewundernswert, John. Es ist so wichtig, die Menschen in unseren Gemeinden anzuerkennen und zu schätzen, die bereit sind, sich zu engagieren und unter die Arme zu greifen, ohne eine Belohnung zu erwarten. Genau. Mike ist eine echte Inspiration, und ich hoffe, sein Beispiel ermutigt andere, sich zu engagieren und auch ihre Talente zu teilen. In der Gemeinschaft geht es vor allem darum, zusammenzukommen, weißt du? Absolut. Wenn Menschen ihre Ressourcen und ihr Fachwissen bündeln, können erstaunliche Dinge passieren. Es klingt, als wäre dieses Theaterprojekt ein wunderbares Beispiel dafür. Das ist es wirklich. In Ordnung, ich fühle mich motiviert, wieder daran zu arbeiten. Danke fürs Zuhören, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu chatten. Lektion 14. Ein Ausflug ins Kaufhaus. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du vorhin nicht da warst. Wo bist du letztendlich hingegangen? Oh, ich habe vorhin beschlossen, ein bisschen einzukaufen. Ich ging runter zum Kaufhaus in der Innenstadt. Das Kaufhaus, hm? Hast du etwas Gutes gefunden? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Klamotten. In der Tat, ja. Sie hatten einige wirklich schöne Frühlingsstyles, die mir ins Auge fielen. Ich konnte nicht widerstehen, ein paar neue Stücke zu kaufen. Wunderbar. Was für Sachen hast du gefunden? Ich würde gerne etwas über deine Beute hören. Nun, ich habe mir ein wunderschönes Kleid mit Blumendruck geschnappt, das meiner Meinung nach perfekt für das wärmere Wetter sein wird. Und ich habe mir auch einen neuen Blazer in einer schönen zarten blauen Farbe geschnappt. Oh, die beiden klingen wunderbar. Vor allem das Blumenkleid, das ist genau mein Ding. Ich liebe einen guten femininen Frühlingslook. Ich dachte, du könntest. Und der Blazer ist so vielseitig. Ich kann ihn je nach Anlass schick oder leiser anziehen. Kluges Denken. Klingt, als hättest du wirklich das Beste aus deinem Besuch im Kaufhaus gemacht. Irgendwelche anderen aufregenden Funde? Eigentlich ja. Sie hatten die exquisiteste Schmuckausstellung, und ich konnte nicht anders, als sie zu durchstöbern. Am Ende gönnte ich mir eine zarte Goldkette. Eine neue Halskette, hm? Ich wette, das muss ein echter Leckerbissen gewesen sein. Schmuck aus Kaufhäusern kann so elegant sein. Definitiv. Es ist der perfekte kleine Hauch von Luxus. Und das Beste daran ist, dass der gesamte Erlös aus dem Schmuckverkauf für wohltätige Zwecke gespendet wurde. Oh, wie wunderbar. Ich liebe es, wenn Einzelhändler Wege finden, auf diese Weise etwas zurückzugeben. Macht das Einkaufserlebnis noch bedeutungsvoller. Absolut. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich kann mich einer Einkaufstherapie hingeben und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen. Das ist unschlagbar.
Ich stimme voll und ganz zu. Es klingt, als hätten Sie eine wirklich produktive und erfüllende Reise ins Kaufhaus gehabt. Ich bin ein bisschen neidisch. Haha, nun, du bist beim nächsten Mal herzlich eingeladen, zu mir zu kommen. Ich bin mir sicher, wir könnten auch ein paar tolle neue Stücke für dich finden. Weißt du was, vielleicht nehme ich das einfach auf. Ein kleiner Einkaufsbummel könnte genau das Richtige sein, um meine Stimmung zu heben. Wunderbar. Dann ist es ein Date. Wir machen einen Tag draus, einkaufen, vielleicht auch zu Mittagessen. Klingt gut. Klingt perfekt. In Ordnung, ich freue mich schon darauf. Danke für die Einladung, Anna. Das ist genau das, was ich brauche. Natürlich. John, gerne biete ich Ihnen eine kleine Einkaufstherapie an, wann immer Sie sie brauchen. Lassen Sie uns jetzt mit der Planung unseres nächsten Kaufhausabenteuers beginnen. Du hast es. Okay, ich bin ganz Ohr. Wo sollen wir unsere Suche nach den perfekten neuen Outfits beginnen? Lektion 15. Maßnahmen ergreifen, um Veränderungen herbeizuführen. Hallo Anna, ich wollte deine Gedanken zu dem Community-Thema erfahren, das wir neulich besprochen haben. Glaubst du, wir können tatsächlich einen Unterschied machen? Absolut. John, ich glaube, wenn wir wichtigen Themen Aufmerksamkeit schenken und uns engagieren, kann das absolut zu bedeutsamen Veränderungen führen. Das ist ermutigend zu hören. Ich weiß, dass viele Menschen das Gefühl haben, nur eine kleine Stimme zu sein, die nichts bewirken kann. Ich verstehe dieses Gefühl, aber ich glaube wirklich, dass das nicht der Fall ist. Selbst einzelne Aktionen können einen Schneeball auslösen und größere Bewegungen auslösen. Du bringst ein gutes Argument vor. Ich denke, es geht darum, den Mut zu haben, etwas zu tun, anstatt nur am Spielfeldrand zu sitzen. Genau. Und wenn immer mehr Menschen diesen ersten Schritt tun, entsteht eine Dynamik, die schwer zu ignorieren ist. Wissen Sie, ich habe viel darüber nachgedacht, was wir tun können, um wirklich auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auf Veränderungen zu drängen. Das ist wunderbar, John. Welche Ideen hast du? Ich bin begierig darauf, Wege zu finden, wie wir einen spürbaren Unterschied machen können. Nun, ich dachte, wir könnten damit beginnen, ein Gemeindetreffen zu organisieren, um mehr Menschen einzubeziehen und das Bewusstsein zu schärfen. Das ist ein großartiger erster Schritt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Community zusammenzubringen, um das Problem und mögliche Lösungen zu erörtern. Definitiv. Und ich denke auch, dass wir uns mit unseren lokalen Regierungsvertretern in Verbindung setzen müssen, um sicherzustellen, dass sie sich dieses Problems bewusst sind. Ja, absolut. Es ist wichtig, Druck auf unsere gewählten Vertreter auszuüben. Sie müssen wissen, dass dies eine Priorität für ihre Wähler ist. Einverstanden. Ich denke, wenn wir eine ausreichend große Gruppe besorgter Bürger dazu bringen können, sich zusammenzuschließen, werden wir eine viel stärkere Stimme haben. Das ist eine kluge Strategie. Vereint wird es für sie viel schwieriger sein, uns zu ignorieren. Ich freue mich darauf, den Stein ins Rollen zu bringen. Ich auch. Ich fühle mich motiviert, hier wirklich positive Veränderungen herbeizuführen. Bist du bereit, an die Arbeit zu gehen? Absolut. John, ich stimme dir zu 100% zu. Lass uns anfangen, das Gemeindetreffen zu planen und unsere lokalen Führer zu kontaktieren. Fantastisch. Ich weiß, dass wir mit Ihrer Hilfe wirklich etwas bewirken können. Ich bin dankbar, dich dafür an meiner Seite zu haben. Natürlich.
John, ich freue mich, meine Zeit und Energie für diese wichtige Sache einzusetzen. Ich glaube, dass wir gemeinsam wirklich etwas bewegen können. Das ist der Geist. In Ordnung, lass uns anfangen. Ich habe das Gefühl, das ist erst der Anfang von etwas Großem. Lektion 16. Jahreszeiten des Schnees. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie sich das Wetter in letzter Zeit verändert hat? Es fängt wirklich an, sich wie Winter anzufühlen. Definitiv. Die Temperaturen sind ziemlich gesunken. Ich bin gespannt, wie viel Schnee wir in dieser Saison bekommen könnten. Ich auch. Weißt du, der Schnee kann so unberechenbar sein. In manchen Jahren staubt es nur leicht, und manchmal ist es ein ausgewachsener Schneesturm. Das ist so wahr. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich das Winterwetter von Jahr zu Jahr sein kann. Absolut. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren einen Schneesturm hatten, der praktisch die ganze Stadt tagelang lahmlegte. Wow, das kann ich mir nur vorstellen. So starker Schneefall kann wirklich verheerende Schäden anrichten. Es muss eine Herausforderung gewesen sein, sich fortzubewegen. Es war verrückt. Die Straßen waren unpassierbar und wir waren praktisch alle eingeschneit. Aber weißt du, starker Schneefall hat auch etwas Magisches an sich. Ich stimme zu. Es hat eine gewisse Schönheit und ein Wunder. Wenn die Welt in Weiß gehüllt ist, kann sie sich fast wie aus einer anderen Welt anfühlen. Genau. Es ist, als ob eine friedliche, heitere Stille über allem liegt. Und es hat einfach etwas so Gemütliches, drinnen gebündelt zu sein. Definitiv. Der Kontrast zwischen der Stille draußen und der Wärme und dem Komfort von zu Hause ist wirklich etwas Besonderes. Absolut. Ich liebe es immer zuzusehen, wie der Schnee sanft durch die Fenster fällt. Es ist so faszinierend. Ich auch. Und wenn du zum ersten Mal in einen frisch gefallenen Schnee trittst, bevor jemand anderes hindurchgegangen ist das einfach magisch. Vollkommen. Es ist, als ob du der Erste wärst, der ein brandneues Winterwunderland entdeckt. So ein einzigartiges und flüchtiges Erlebnis. Definitiv. Allerdings muss ich zugeben, dass ich nicht so ein großer Fan dieser Jahre bin, in denen wir nur ein bisschen Staub abstauben. Es scheint nie lange genug zu dauern. Ich weiß, was du meinst. Die starken Schneefälle können störend sein, aber sie schaffen wirklich die typische Winteratmosphäre, nicht wahr? Genau. Es hat einfach etwas so Gemütliches und Nostalgisches an sich, mit einer heißen Tasse Kakao und guter Gesellschaft eingeschneit zu werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nun, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was Mutter Natur diesen Winter für uns bereithält. Es wird bestimmt ein Abenteuer. Absolut. Und ich freue mich, dich an meiner Seite zu haben, John, egal ob es ein leichter Staub ist oder ein echter Schneesturm. Diese Jahreszeit ist immer besser, wenn man sie mit guten Freunden teilt. Oh, du hast absolut recht. Ich freue mich, dich auch in meinem Leben zu haben, Anna. Hoffen wir jetzt auf mindestens einen guten Schneesturm, oder? Lektion 17. Einen verlorenen Gegenstand finden. Hey Anna, ich wollte dich etwas fragen. Ich scheine heute früh mein Portemonnaie verloren zu haben. Hast du es zufällig irgendwo gesehen? Oh nein, es tut mir leid, das zu hören, John.
Wann erinnerst du dich das letzte Mal daran, es gehabt zu haben? Ich glaube, das letzte Mal, dass ich es definitiv hatte, war, als ich das Büro heute Nachmittag verließ. Ich muss es irgendwo hingestellt und vergessen haben. Ich verstehe. Nun, lass uns darüber nachdenken, wohin du seitdem gegangen sein könntest. Hast du auf dem Heimweg irgendwo angehalten? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich für eine kurze Pause im Café auf der anderen Straßenseite vorbeigeschaut. Das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste Ort, an dem ich ihn verloren habe. Okay, das ist ein guter Hinweis. Okay, ich sage dir was. Warum fragst du nicht nochmal im Café nach und ich werde sehen, ob ich das Sicherheitsteam unseres Gebäudes ausfindig machen kann? Das ist eine tolle Idee. Ich gehe sofort rüber und sehe nach, ob Sie etwas gefunden haben. In der Zwischenzeit weiß ich es wirklich zu schätzen, dass Sie versuchen, mir bei der Suche zu helfen. Natürlich. John, ich weiß, wie frustrierend es ist, so etwas Wichtiges zu verlieren. Ich werde alles tun, was ich kann, um dir zu helfen, es zu finden. Du bist die Beste, Anna. In Ordnung, ich werde im Café nachfragen. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich etwas höre. Lektion 18. Heimkehr in die Ferien. Hey Anna, ich wollte dir von diesem tollen Urlaubsfilm erzählen, den ich gerade gesehen habe. Es hat mich wirklich in festliche Stimmung gebracht. Oh, erzähl es. Ich bin immer auf der Suche nach guten Filmen zum Thema Urlaub, um in die Stimmung der Saison zu kommen. Nun, dieser folgt diesem Typen, der in den Ferien feststeckt, weit weg von seiner Familie. Zuerst ist er wirklich verblüfft darüber. Oh, das klingt für viele Menschen nach einer nachvollziehbaren Situation. Es kann schwierig sein, in den Ferien von geliebten Menschen getrennt zu sein. Absolut. Aber dann, in einer wirklich herzerwärmenden Wendung, taucht seine kleine Schwester auf und überrascht ihn, dass er auch nach Hause kommen kann. Oh, das ist so ein süßer Geschwistermoment. Ich wette, das hat sein Herz zum Schmelzen gebracht und seine ganze Stimmung verändert. Das hat es wirklich getan. Die Szenen, in denen sich die beiden wieder vereinigten und zusammen nach Hause gingen, waren einfach so fröhlich und fühlten sich gut an. Ich kann mir die Freude und Aufregung vorstellen, die vom Bildschirm ausstrahlen. Solche herzerwärmenden Familienmomente sind der beste Teil von Urlaubsfilmen. Stimme voll und ganz zu. Und der Film hörte hier nicht auf. Er hatte auch alle möglichen anderen festlichen, lustigen Elemente. Wie Weihnachtsfeiern und Dekorieren und all das. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, wenn Urlaubsfilme all die kleinen Traditionen und gemütlichen Momente der Jahreszeit einfangen. Das Gleiche hier. Es hat mich wirklich in die Stimmung gebracht, meine eigenen Feiertagsfeiern zu planen. Vielleicht überzeuge ich dich sogar, mit mir einen Filmmarathon zu machen. Weißt du, ich würde mich sehr freuen, dich begleiten zu dürfen, John. Ein gemütlicher Filmabend an Feiertagen klingt wie der perfekte Weg, um in Stimmung zu kommen. Fantastisch. Wir müssen die Zeitpläne koordinieren und einen Plan erstellen. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag Weihnachtsfilme schauen.